Okay. Take your seats, that will be later. Wurde lange nicht mehr geputzt. Ja, die wurde gestaubsaugt. Alright, are you ready up here? I think yes. Let's start recording. So, thank you so much for apple pie. Vielen Dank für den leckeren Apfelkuchen. Ich werde gar nicht rausgekommen. Okay, we need to bring Mark into land. Werner, when do we Lass get uns here? zurück zum Nachlassraum. When I come see you in Chiang Mai. Okay, liebe Leute. Which will be on my honeymoon. No, I'm not going on your not going there. I can officiate. So I'm thinking going back to Chiang Mai at some point. Okay, Here we are. let's go. So, I think it was Alexis who asked the Ich question. glaube, es war Alexis, die diese Frage gestellt hat. Okay, so we have Jesus and his disciples coming down the mount. Also wir haben Jesus und seine Jünger, die den Berg runterkommen. And after all that glory and everything, they come down into chaos. Und nach all dieser Herrlichkeit und diesem Wunderschönen kommen sie runter ins Chaos. There's the disciples and a big row with the scribes. Das sind die Jünger mit With the scribes are religious people. die Jünger mit den anderen religiösen Leuten, And die Schriftgelehrten. the problem is that the disciples have been asked to heal this boy and they can't do it. Und das Problem ist, dass die Jünger gefragt wurden, diesen einen Jungen zu heilen, und sie konnten das nicht tun. And so, Alexis, could you remind me of the exact bit of question? Is it, you know? I was just confused why Jesus said that this kind can only be cast out by prayer when the disciples were also praying. Okay. Und was mich durcheinander gemacht hat, ist, dass Jesus gesagt hat, diese Art von Dämonen kann nur durch Gebet ausgetrieben werden, aber die Jünger haben ja gebetet. So, any thoughts on that? Why they presumably put hands on the guy and prayed for him. So, any thoughts on why Jesus says it has to come out by prayer? Habt ihr irgendwelche Gedanken darüber? Sie haben ihre Hände aufgelegt und gebetet. Warum konnte das nur durch Gebet ausgetrieben werden? I don't have an answer, but I think it's interesting that his response is, "You faithless people." Ich habe keine Antwort, aber ich glaube, es ist interessant, dass Jesus sagt, ihr Ungläubigen. And it almost makes me wonder if they were praying, but they weren't praying to God. They were just praying for show or praying for power. Ich frage mich, ob sie Could be. vielleicht gebetet haben, aber nicht zu Gott gebetet haben, sondern einfach nur für diese Nacht gebetet haben. Tabea? I didn't have an answer as well, but I think I'm so sorry. But I think maybe it's possible that they pray once and they didn't saw really a reaction of it, and that they have a fear. Okay, what's to happen if it's not possible? And then Vielleicht auch haben sie einmal gebetet und gesehen, dass nichts passiert ist, und das hat sie eingeschüchtert. I think that's entirely possible. Yes. Ich glaube, ja, da ist viel dran. Or you can pray a bit, or you can pray with authority, and if you don't have authority, like in a classroom, some teachers walk in and nothing changes, other people walk in and everything changes. Es ist auch eine Frage, ob sie mit Autorität gebetet haben. Manche, wie in einem Klassenzimmer, manche Lehrer kommen rein und alles verändert sich, andere Lehrer kommen rein und nichts verändert sich. I But think they were Of course already they given are. authority. Verse 6. But that doesn't mean, they have authority, yes, But but that do doesn't mean they they use know it. Ja, the das authority? ja, sie haben schon die Autorität, aber wissen sie, dass sie schon die Autorität haben? Interesting. All of these are good, and all of these, I think, are part of the answer. Yeah. Interessant, alles, was ihr gesagt habt, ist gut, und ich glaube, das ist alles Teil von der Antwort. I wonder if there's some more still to come, though. Some more thoughts. I think there's more we can say. Ich glaube, da ist noch viel, was man noch darüber sagen kann.
So I think all of, okay, let's, are we all right? Or are we having a crisis? Alles gut da hinten? Oder? Normally you get a lot more rudeness from me, but in the second language I'm much more polite. You don't have to translate. I tend to be quite rude when I'm teaching to people, tease people, but I don't do it so much when I'm being translated. Anyway, back to the thing. So, what do we know that Jesus spent an awful lot of time doing? Also, wovon wissen wir, dass Jesus ganz viel Zeit mitgebracht hat? Rebuking the Pharisees. Prayer. Well, yes. Yes, apart from Die that. Pharisäer zu widersprechen. A lot of time retreating and prayer Er hat and sich communion viel with God. zurückgezogen, um Gott zu suchen, mit Gott zu beten, zu reden, zu beten. I suspect that that's part of the answer. Ja, ich glaube, das ist Teil der Antwort. I suspect that time spent alone with God, really understanding the relationship, empowers us. Und ich glaube, dass diese Zeit alleine mit Gott uns echt befähigt und uns Macht gibt. Or rather, I know it does. Oder ich weiß, dass es das tut. So while the disciples prayed for this guy on the spot, Also ja, die Jünger haben für diesen Jungen gebetet. and they knew, or they'd been told they had authority, they'd been given it. Und ihnen wurde gesagt, dass sie Autorität haben und dass ihnen Autorität gegeben wurde. How many of us have walked up to someone in a wheelchair or someone who looks pretty bad, and we know we're supposed to pray, so we pray, Wie viele von uns tun es, dass wenn wir jemanden in einem Rollstuhl sehen, dann gehen wir zu dem hin und wir wissen, dass wir beten sollen und dass wir Gebeten abtun. but the size of the task seems to be bigger than the faith we've got. Aber die Größe dieser Aufgabe sieht viel größer aus als der Glaube, den wir haben. Maybe none of you are like that, but I'm like that. Vielleicht geht es euch nicht so, aber mir geht es so. And I suspect that that's what's happened with the Und disciples. ich nehme an, dass das ist, was mit den Jüngern passiert ist. Jesus isn't very kind to them, is he? Und Jesus ist da nicht wirklich freundlich zu ihnen, richtig? There, never mind, it's okay, I'm Sagt here. nicht, okay, alles gut, ich bin jetzt hier, jetzt wird alles gut. It's like, you faithless generation, how much do I have to put up with you? Nein, sondern er sagt, ihr ungläubige Generation, wie It's lange also soll their ich jetzt noch generation Gott too. ertragen? It's just funny. And you know, it doesn't appear to be a great excuse in Jesus' eyes, unfortunately. Das Ganze ist nicht wirklich eine gute Entschuldigung in Jesu Augen. But I think that the key is really that they by now should have understood a little bit more about the way the kingdom works, and that he's calling them up to a higher level. Aber ich glaube, der Schlüssel in dem Ganzen ist, dass zu dem Zeitpunkt sollten die Jünger schon viel mehr oder sollten die schon langsam begriffen haben, wie das Königreich funktioniert und auf einem anderen Level sein. They seem quite passive. They're playing catch up all the time, the disciples. Und irgendwie spielen sie Fangen die ganze Zeit. We don't really see them necessarily spending a lot of time imitating Jesus in prayer. Now, that's not a doctrine I'm prepared to teach, but I wonder. Wir sehen nicht wirklich, wie sie Jesus darin nachahmen, dass sie ganz viel Zeit im Gebet verbringen. And of course, it's not about striving, but it's about understanding the authority and power they've got. Das ist eine andere Lehre, wo ich jetzt nicht reingehe, aber da geht es nicht darum, sich das zu erarbeiten, sondern darum zu verstehen, was für eine Vollmacht sie haben. And that tends to happen the more we spend time with God and in His Word. Und das passiert, je mehr wir Zeit mit Gott und seinem Wort verbringen. Actually, this passage gave me a bit of revelation a few years ago, Und diese Schriftstelle hat mir vor ein paar Jahren eine Offenbarung gegeben. because I was struggling with something and I really wanted healing. Denn ich hatte Probleme mit was und ich wollte
Ich habe mich nach Heilung gesehnt dafür. But I don't know if you're like me, but I have more faith to pray for other people for healing than for myself. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe mehr Glauben, um für andere Leute für Heilung zu beten, als für mich selbst. When you're feeling the pain and the limitation, it's much harder to have faith. Wenn du den Schmerz fühlst, wenn du die Begrenzung fühlst, dann ist es härter oder schwieriger, diesen Glauben zu haben. And I was reading the Gospels and thinking, just looking at scriptures on healing. Und ich habe die Evangelien durchgelesen und mir Schriftstellen über Heilung angeschaut. And it may be very simple, but this passage really helped me. Und es ist vielleicht was sehr Einfaches, Grundlegendes, aber diese Schriftstelle hat mir wirklich geholfen. Because I realized that the key wasn't that Jesus didn't want to heal. Und ich habe realisiert, dass der Schlüssel nicht war, dass Jesus nicht heilen wollte. In other words, the fact that the boy got prayed for by the disciples and didn't get healed didn't mean that it was God's will. Oder in anderen Worten, die Tatsache, dass die Jünger für den Jungen gebetet haben und er nicht geheilt wurde, bedeutete nicht, dass er jetzt in die Hölle ging. The boy just hadn't met someone with sufficient faith. Hadn't. Sondern es hieß einfach nur, dass der Junge einfach noch niemanden getroffen hat, der genug Glauben hatte. Der ausreichend Glauben hatte. Maybe that really encouraged me. It's like, okay, I haven't been healed yet, but it was still God's will to heal this boy. Und das ist, was mich ermutigt hat, dieser Gedanke, okay, ich bin vielleicht jetzt noch nicht geheilt, aber dieser Junge wurde auch geheilt. And eventually I did get better. Und eines Tages ist es mir dann noch besser gegangen. It built my faith to pray for myself more. Und es hat meinen Glauben aufgebaut und mich ermutigt, mehr dafür zu beten. Okay, let's look at this verse now, Mark 10:45. Lasst uns Markus 10, Vers 45 anschauen. Jesus, ever since Peter's confession, Jesus starts teaching the disciples. Seit der Bekanntgabe von Petrus, seit diesem Bekenntnis von Petrus, fängt Jesus jetzt an, seine Jünger zu lehren. So now he is explaining about being the Messiah and what that's going to look like. Und jetzt erzählt er davon, wie der Messias ist und wie das aussehen wird. So this particular verse is a kind of core verse for Mark. Und diese Verse sind Nebenverse für Key Verses. Sind Schlüsselverse für das Markus-Evangelium. And we know that they still don't get it. They're still using the wrong jigsaw puzzle pieces. Und wir wissen, dass sie es immer noch nicht schaffen, dass sie immer noch die falschen Puzzleteile verwenden. But to the disciples and to his wider group of disciples, he starts to at least tell them openly about it. Aber er fängt an, seinen Jüngern und seinem größeren Rahmen von Jüngern offen darüber zu erzählen. And this verse is really important because it brings together two really important concepts from the Old Testament. Und dieser Vers ist sehr bedeutend, denn er bringt zwei Konzepte aus dem Alten Testament zusammen. Does anyone remember where the term Son of Man comes from? Erinnert sich irgendwer daran, woher dieser Begriff Menschensohn herkommt? No. Comes from if I remember correctly, where with Romans. Did it originate from the Romans or did it originate from the Greek? Okay, this is an Old Testament term, so you're quite right, Son of God was a Roman concept. Okay. Son of Man. Sohn Gottes war ein griechisches, römisches Wort, aber das kommt schon aus dem Alten Testament. Tabia? Was it in Ezekiel? It was a couple of times it was written something new. Yeah. I think you're probably right, actually. That wasn't the answer I was looking for, but I think you're right, it is used in Ezekiel. So let's try Daniel, shall we? Lass uns mal in Daniel gucken, oder? You're not wrong, but you're wrong. You've got to read my mind, all right? So Daniel chapter 7. Also Daniel Kapitel 7. Verses 13 to 14. Verse 13 bis 14. Does somebody want to read that Will again das in jemand either mal language? lesen in irgendeiner Sprache?
7:30. Daniel 7, 13 und 14. Okay. As my vision continued that night, I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal, it will never end. His kingdom will never be destroyed. Okay, wonderful. Dann, shall we Yes, listen to it? please do. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Okay, so for those who had ears to hear, Also für diejenigen, die Ohren zum Hören hatten, the use of this term war der Gebrauch dieses Begriffs has strong associations with some kind of messianic Davidic king. hatte der Begriff dieses Wortes eine Verknüpfung mit diesem messianischen König, Herrscher. Okay. What about the idea of servanthood? Where is there a big focus on that in the prophets? Okay, was ist mit dem Begriff Dienerschaft? Wo ist das ein großes Thema bei den Propheten? Again, I know you've done everything such big picture, you may not have had time to look at this much. Ich weiß, ihr habt viel nur auf das große Bild geguckt und vielleicht habt ihr das nicht so im Detail angeguckt. But do you remember one of the prophets that had a whole series of songs in it about a servant? Aber es gibt einen Propheten, der eine ganze Serie von Liedern über einen Diener geschrieben hat. Erinnert ihr euch daran? Okay, well take it from me, they do. Bless you guys. Also, dann, ja. Sorry. So Isaiah, second half of Isaiah. Und zwar ist es in Jesaja, in der zweiten Hälfte von Jesaja. There's a series of poems called the Servant Songs. Da gibt es eine Reihe von Gedichten, die heißen die Dienerlieder. And in this, there's this mystery figure that really confuses people. Und in diesen Liedern gibt es diese mystische Figur, die Leute damals echt verwundert hat. And it's some kind of a servant. Das ist irgendein Diener. And the question was at the time, is this referring to Israel? Und damals ist die Frage aufgekommen, bezieht sich das auf Israel? Because Israel is supposed to be God's servant but made a bad job of it. Denn Israel sollte Gottes Diener sein, aber hat das nicht so richtig hingekriegt. Is Isaiah talking about himself as a servant? Oder redet Jesaja über sich selbst als ein Diener? Which is the question the Ethiopian eunuch asks Philip in Acts. Have fun with that one. Das ist die Frage, die der äthiopische Eunuch Philipp in Ethiopian will do, visiting Ethiopian. sorry? The Ethiopian eunuch asked Philip, right? Yes. Ja. Die der äthiopische Eunuch Philippus gefragt hat. Great. Is it some other figure who's a figure of suffering and that they haven't worked out who it is? Oder ist es eine andere Figur, eine Figur des Leidens und wir haben es noch nicht rausgefunden, wer das ist? The one thing they probably never did was connect these passages with passages about the Messiah. Und das eine, was sie vermutlich nie getan haben, ist, dass sie diese Zeile diese Schriftstellen mit dem Messias verknüpft haben. But of course, the one I'm going to point to is the very famous one, and that is in Isaiah 52 and 53. Und das eine, auf das ich zeigen möchte, ist ziemlich bekannt, das ist in Jesaja 52 und 53. This is the longest of the servant songs. Und das ist das längste dieser Dienerlieder.
and you will be very familiar with it. Das wird euch sehr bekannt vorkommen. So I will read it in English and then maybe somebody would read it in German. So 52:13 into 53. Es ist 52, Vers 13 und dann in Kapitel 53 rein. Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted. As many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For what has not been told them they shall see, and that which they've not heard they understand. Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and on it goes. So maybe down to about, yeah. Sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren so entsetzt, als sie ihn sahen. Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen. Denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündet wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. So in that very simple verse there, 10:45, Jesus is bringing those two concepts together. Und in diesem Vers in Markus 10,45 bringt Jesus diese beiden Konzepte zusammen. But this is just so alien to the Jewish mindset of the Messiah that they simply can't get it. Aber für die jüdischen Menschen war das sowas Außerirdisches, dass sie es einfach nicht begriffen haben. Okay, so then we're going to jump to the end, the third part of the book. Und dann wollen wir zum Ende gehen, zum dritten Teil dieses Buchs. And all of these stories, of course, are extremely familiar to you. Und alle diese Geschichten sind natürlich ziemlich bekannt für euch. But we have Jesus entering Jerusalem on the donkey. Aber wir haben ja Jesus, der auf dem Esel nach Jerusalem einzieht. And that seems it was very deliberately an echo of Zechariah 9:9. Und das sieht so aus, als ob das ein Echo ist von Zechariah 9:9. ja, Zechariah. Zechariah. Zechariah 9, Vers 9. So, where it says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem, behold your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." Es steht, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch,
Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. So once again, he's just casting seeds. The signs are there. You don't have to take them. Und schon wieder sät er die Samen aus, und die Wunder sind da, die Zeichen sind da, du musst sie nicht nehmen, You don't have to do anything with it. du musst nichts damit tun, But if you do, you're going to get the revelation. aber wenn du etwas damit tust, wenn du sie nimmst, dann wirst du eine Offenbarung tun. And this is the whole way Jesus is working. Und das ist, wie Jesus arbeitet. So then he goes into the temple and cleanses it. Und dann geht Jesus in den Tempel und reinigt ihn. Who would have authority over the temple? Wer hatte Autorität über den Tempel? Yep, the high priest. Okay, Der Hohepriester. so this is really tactless. Tactless. Rude. Okay. Tacheles. Tacheles. Und das ist jetzt was wirklich, Taktlos ist. okay, How do you say it? Taktlos. okkultes. Okay, so Almost the same. he's making a point. You know, you can't behave like this in the temple. Und er macht einen Punkt und sagt, hey, ihr könnt euch nicht so, du kannst dich nicht so im Tempel aufführen. It's also probably a sign of judgment because this temple is going to be destroyed in judgment because of how they receive Und Jesus. das ist auch ein Punkt vom Gericht, dass er da schon das Gericht bringt und das als Zeichen interpretiert. But it's also a power challenge to the high priest. Aber es ist auch eine Herausforderung an die Macht des Hohenpriesters. If you're a high priest, you can do this. Wenn du ein Hohepriester bist, dann kannst du das tun. So, who's the real high priest here? Und wer ist der richtige, der wahre Hohepriester? And again, there are all these little clues going on. Wieder sind all diese kleinen Dinge, die da passieren. And then we have the Passover, and of course we know the symbols of the bread and the wine and all the stuff that goes with the Passover. Dann kommt das Passafest und wir kennen natürlich die Symbole vom Brot und vom Wein. But he takes these symbols and gives them significance for the immediate future, not just the past. Aber er nimmt diese Symbole und gibt ihnen eine Bedeutung, nicht nur für die Vergangenheit, sondern für die nahe Zukunft. Obviously, these things were symbols of their deliverance from the worldly power of Egypt. Und diese Dinge waren Symbole von der Freisetzung der weltlichen Mächte von Ägypten. And of course, what they're hoping for is deliverance from another worldly power, the Romans. Aber was sie sich erhofft haben, ist Freisetzung von den anderen weltlichen Mächten, nämlich den Römern. And this is just what they don't get, which is they're here and this is what they want. Und das ist Sorry. etwas, was sie nicht verstehen. Sie sind hier und das ist, was sie wollen. So they're looking for a worldly Messiah and who's going to deal with the Romans, and God is just dealing with the universal problem of sin right back to the start of the Garden of Eden. Also sie wünschen sich diesen Messias, diesen Held, der sie von den Römern befreit. Aber Gott macht das Ganze sehr breit gefächert und geht bis zurück an die Sünde im Garten Eden. Besides which, this just pales into insignificance. It's so unimportant. Und neben dem, was Gott vorhat, ist das da so unbedeutsam. But that's the bit they fail to see, of course. Aber das ist dieses Ding, was sie nicht sehen konnten. So finally, after the resurrection, Und nach der Auferstehung revelation finally comes, ist dann endlich die Offenbarung gekommen. slowly and painfully. Langsam und schmerzhaft. And they understand that the greatest military victory ever Und sie verstehen, dass der größte militärische Sieg, der je geschehen ist, has been achieved by self-sacrifice, humility and love. dass der durch Selbstaufopferung, durch Demut und durch Liebe passiert ist. This is the upside-down kingdom. Das ist das
umgekehrte Königreich. which we'll be looking at a little bit more with Luke. Und wir werden uns in Lukas dann ein bisschen mehr darüber ansehen. And we're left with a very confusing end to Mark. Und am Ende von Markus